Possessivartikel. Davon gibt es insgesamt gleich 9 unterschiedliche. Es gibt 9 unterschiedliche Possessivartikel. Genau diese erkläre ich dir in dem heutigen Video, denn du musst sie auch alle deklinieren. Sie geben immer einen Besitz an, aber die Endung des Possessivartikels hat absolut nichts mit dem Besitzer zu tun. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik. Und falls du hier noch Probleme hast, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dann lösen wir deine Probleme gemeinsam. Und heute erkläre ich dir die Possessivartikel. Possessivartikel sind die Artikel wie mein, dein, sein und so weiter. Diese Artikel haben alle eine spezielle Bedeutung. Possessivartikel, wie es der Name schon sagt, zeigen immer einen Besitz oder eine Zugehörigkeit. Und abhängig vom Besitzer musst du unterschiedliche Possessivartikel benutzen. Damit ich dir das und auch die Deklination der Artikel genauer erklären kann, dafür wechseln wir jetzt in mein E-Book. Also, wie schon erwähnt, Possessivartikel stehen vor dem Nomen und sie geben an, dass jemandem etwas gehört und zeigen damit Besitz oder Zugehörigkeit. Zum Beispiel, das ist Anna, ihre Katze spielt im Garten. Hier das blau markierte Wort ist der Possessivartikel. Schauen wir uns die unterschiedlichen Possessivartikel an. Denn die Form des Possessivartikels richtet sich nach der Person, auf die er sich bezieht. Mein Opa ist 80 Jahre alt. Sein Bruder ist 75 Jahre alt. Wie alt ist dein Opa? Hier siehst du 3 unterschiedliche Formen von Possessivartikeln. Das sieht wieder komplizierter aus, als es wirklich ist. Denn das Ganze, welche Form du benutzen musst, richtet sich ganz einfach nach dem Besitzer. Und die Bezugsperson zeigt immer nur den Besitzer, also das Possessiv an, aber nicht den Kasus, also den Fall, auch nicht den Genus und auch nicht den Numerus. Dazu kommen wir nachher gleich. Als erstes, welche Form musst du entsprechend zu welchem Besitzer benutzen? Wenn ich der Besitzer bin, dann ist es mein Opa. Wenn du der Besitzer bist oder die Bezugsperson, dann ist es dein Opa. Bei er, sein Opa, auch bei est ist genau gleich wie maskulin, sein Opa. Sie ist ihr Opa, wir, unser Opa, ihr, euer Opa. Und bei sie oder dem formalen sie ist es ihr Opa. Das musst du einfach auswendig lernen, was die korrekte Form hier ist. Jetzt kennen wir die unterschiedlichen Formen der Possessivartikel. Schauen wir uns jetzt also auch die Deklination an. Denn wie jeden Artikel musst du auch den Possessivartikel deklinieren. Und die Deklination wird durch das Nomen hinter dem Artikel bestimmt, also das Nomen, wo der Artikel dazu gehört. Und die Deklination ist für alle unterschiedlichen Formen gleich. Also egal, ob es mein, dein, sein und so weiter ist, die Endungen sind immer die gleichen. Schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an, hier mit mein. Es ist mein Mann, meine Frau, mein Kind, meine Sterne. Hier ganz einfach zu erkennen. Es ist exakt identisch zu der Deklination von ein oder kein, nämlich keine Endung bei Nominativ maskulin und neutral und sonst meine Frau und meine Sterne. Und im Akkusativ gleich, du wechselst nur maskulin, ein en kommt hier als Endung dran und im Dativ ist es wie immer meinem, meiner, meinem, meinen, hier dem, der, dem, den. Also auch hier die gleichen Endungen. Genitiv meines, meiner, meines, meiner, des, der. Genau die gleichen Endungen. Wo du ein bisschen aufpassen musst, ist bei euer. Euer Vater wird zu euren Vater. Immer wenn du hier eine Endung anhängst, fällt das E vor dem R weg.
Das wären sonst einfach zu viele Es. Das wäre sehr schwer auszusprechen, denn es wäre eurer oder euren. Das sind zu viele Es für die deutsche Zunge. Deswegen fällt hier das E in der Mitte immer weg. Wird euer, wird zu euren, sobald du eine Endung anhängst. Damit du hier ein bisschen besser Bescheid weißt, welchen Fall du benutzen musst, welche Endung, analysieren wir noch ein Beispiel hier zusammen. Das ist Anna, ihre Katze spielt im Garten. Also die Bezugsperson oder Besitzer ist Anna. Deswegen benutzen wir ihr, also dritte Person feminin. Denn Anna ist in der dritten Person und Anna ist ein weiblicher Name, deswegen feminin. Wir benutzen ihr. Jetzt, welche Endung benutzen wir? Katze ist hier das Nomen, zu dem der Artikel gehört. Und Katze steht im Singular, denn es ist nur eine Katze. Genus, feminin, das ist auch die Katze. Also auch der Genus hier hat mit Anna nichts zu tun. Das ist nur, wie wir die Grundform, welchen Artikel nehmen wir, bestimmen. Und hier, es könnte auch Hund sein. Ihr Hund, das ist dann maskulin. Also hier, der Genus kommt wirklich von dem Nomen, was hier auch feminin ist, die Katze. Und der Fall ist nominativ, denn es ist hier das Subjekt. Also Nominativ plus Singular plus feminin, das ist die Endung E, denn wir würden auch eine, keine oder ganz einfach die Katze benutzen. Deswegen haben wir E als Endung, ihre Katze. Noch ein paar kleine Beispiele. Das ist Jens, sein Auto steht vor unserem Haus. Ist Jens dein Freund? Ja, Jens ist mein Freund, er holt mich ab. Na dann, viel Spaß bei eurem Ausflug. Hier, Jens ist der Besitzer, deswegen sein, und das ist der Nominativ und neutral, also keine Endung. Auch hier, Jens ist der Besitzer, die Bezugsperson, und dann keine Endung, weil es Nominativ maskulin ist. Ja, Jens ist mein Freund, auch hier Jens der Besitzer und Nominativ maskulin, keine Endung. Oh, hier habe ich vergessen. Unserem Haus, vor benutzt den Dativ und es ist das Haus, also EM als Endung, und wir sind hier der Besitzer. Das muss hier gar nicht unbedingt erwähnt sein, deswegen hier kommt es aus dem allgemeinen Kontext, wer der Besitzer ist, das zeigt der Artikel. Das muss nicht immer hier schon erwähnt sein, das ist hauptsächlich bei der dritten Person so. Und na dann, viel Spaß bei eurem Ausflug. Hier sind auch wieder ist der Bezugspunkt ihr und dementsprechend eurem Ausflug. Vergesst nicht, das E hier in der Mitte fällt weg. Die Possessivartikel, eigentlich wirklich nicht schwierig. Das, was vielleicht kompliziert ist, ist die Deklination. Falls du da noch Probleme hast, auch grundsätzlich, dann schau dir jetzt am besten mal mein Video zur Deklination an, denn da zeige ich dir, welches System hinter der deutschen Deklination steht, und ich garantiere dir, du wirst dir nachher denken, warum hat mir mein Lehrer das bisher nie so erklärt?